Metamorphosen. Das Werk, das Sie jetzt hören werden, ich glaube, die beste deutsche Übersetzung ist Verwandlungen. Und in der Tat, bei diesem Werk sind 4 Themen, die kurz hintereinander gebracht werden und ungleich einer Sonatenform oder irgendetwas dieser Gattung werden die Themen dauernd gegeneinander gebracht und gegenübergestellt, sequenziert und alles das. Es ist, wenn man mit einem optischen Bild sprechen würde, eigentlich wie ein Kaleidoskop. Eine Menge von bunten Steinen werden in einem Rohr herumgedreht und bieten immer wieder neue Aspekte, neue Farbmischungen, und dies ist genauso mit diesem Werk. Es fängt mit einer sehr ruhigen Einleitung an, die sich langsam verdichtet. Sie ist unterbrochen von einem längeren Geigensolo und geht dann in der Mitte des Werkes mit einem ungeheuren dithyramischen Schwung auf einen Höhepunkt zu. Und als der erreicht ist, fällt plötzlich das Ganze in sich zusammen, als wenn das Werk in einen Abgrund stürzen würde. Es ist, wenn man es so will, der Gedanke an den Tod, der kommt in einem bewegten Leben, mit dem sich auch Strauss auseinandersetzen musste. Und die Themen verarbeiten sich eigentlich zu einem Trauermarsch. Dies ist der Moment, wo er eigentlich über sich selbst hinausgewachsen ist als Komponist. Denn die Stimmung, die angeschlagen ist, gelingt es ihm, der ja ein wirklich optimistisches Naturell hatte in allem, was er tat und was er fühlte, dass er langsam den Weg herausfindet aus dem Schrecken in eine bessere Zukunft. Und als das Werk zu Ende geht, soll sich Strauss bewusst geworden sein, dass eines der Themen die Umkehrung bzw. ein Bruchstück aus dem Trauermarsch der Eroica von Beethoven ist. Und als Gruß schreibt er unten an der letzten Partiturseite in Memoriam. Wie Sie wissen, ist das Stück von Strauss als eine Gelegenheitskomposition, als eine Auftragskomposition verfasst worden. Es war nach dem Krieg, wo er in der Schweiz lebte, und Paul Sacher, der sich um ihn und um viele Komponisten so verdient gemacht hat und durch seine tatkräftige Unterstützung, hat ein Werk bestellt für das Basler Kammerorchester. Und das ist es geworden. 23 Musiker sind damit beteiligt. Bei den vielen Malen, als ich dieses Stück, das ich zu den schönsten Kompositionen überhaupt der ganzen Weltliteratur zähle, als ich das öfters gemacht habe, ist mir klar geworden, dass der Schluss für das kleine Orchester überfordert ist. Und deswegen hat man sich dann entschlossen, in der Mitte die übrige Besetzung, also ungefähr 80 Musiker, dann einzuschalten. Und das hilft dem Stück ganz bestimmt, weil da erst wirklich diese ungeheure Klangfülle, die daraus hervorgeht, zum Hören gebracht wird. Man kann sagen, es ist gegen den Willen des Komponisten, wer weiß es. Aber er selbst war ja in solcher Weise sehr duldsam. Ich darf da eine kleine Anekdote erzählen. Im Jahr 1900 haben wir den 75. Geburtstag von Strauss begangen in der Berliner Staatsoper durch eine Neuinszenierung der Oper Elektra. Das war eine 3-monatige Arbeit und wir sind mit viel Freude an die Sache gegangen, und zur Premiere kam Strauss selbst. Als die Oper aus war, bin ich heraufgekommen, da stand er da und sagte mir, das ist die schönste Elektra, die ich jemals gehört habe. Ich habe damals gesagt, Herr Doktor, das möchte ich eigentlich nicht von Ihnen hören, ich möchte wissen, was falsch ist. Schaute mich ganz komisch an und sagt, wollen Sie mit mir morgen zum Mittagessen? Natürlich, bitte. Und dann hat er angefangen, von dem Stück zu sprechen. Er sagte, wissen Sie, ich bewundere Ihre Genauigkeit und Ihre Präzision.
die Sie besonders im Schlussgesang gemacht haben. Das sind also bei dem Dialog zwischen Chrysothemis und Elektra werden eigentlich eben die ewig wiederkehrenden Worte gesagt. Und deswegen habe ich da Fortepiani hingeschrieben und ich habe mich gefreut, dass Sie das so genau befolgen. Aber eigentlich ist es gar nicht notwendig. Man weiß ja, um was es geht. Es ist die Befreiung aus einem Albdruck. Und dann sagt er und nahm einen Kochlöffel, einen Esslöffel in die Hand und sagte, tun's nur fest umrühren, das schadet dem Werk gar nichts. Und dann schaut er mich an und sagt plötzlich, wissen Sie, Sie haben jetzt 3 Monate an dem Stück gearbeitet. Sie haben sich mit dem völlig identifiziert und Sie sind in die Tiefen eingedrungen. Ich stehe mit einem Abstand von Jahrzehnten dem Werk gegenüber. Es ist klar, dass Sie wahrscheinlich heute das Kompetenteste tun können, was Sie tun, dass Sie sich von Ihrem Eigentrieb folgen lassen. Dirigieren Sie so, wie Sie es dirigiert haben. Und dann lächelt er noch einmal, klopft mir auf die Schulter und sagt, und schauen Sie, in 5 Jahren machen Sie es ja doch wieder ganz anders. Ich finde, dass das eigentlich das Beste, was man über Interpretation und Interpreten sagen konnte, in diesem Wort gehalten ist.